Moinski, euer Koro am Apparat mit der zweiten Folge von Traps and Tricks. Und hier will ich euch drei einfache Fallen-Kombos zeigen für einen normalen Außenposten, die ziemlich lustig sind und einfach nachzubauen. Fangen wir an mit der ersten Combo. Das ist hier dieser Aufgang, 3 Diagonalblöcke nach oben und 4 Diagonalblöcke nach unten in so einer Glaskuppel. Und da ist es so, dass da eine Hornisse ist, die hat Panzerung und Totmannschalter. Und der habe ich eine Patrouille gegeben, die guckt nach unten, fliegt nach oben, bis unter die Decke. Und dann, wenn sie an der Decke ist, muss man noch einmal, zack, ein Stückchen nach unten fliegen. Weil die hat Totmannschalter. Und wenn man die abschießt, dann fällt die runter. Wenn sie direkt unter der Decke ist, dann bleibt die häufig mit dem Kopf an der Decke kleben. So, man schießt die ab. Sie fällt runter, rutscht hier den Gang lang und explodiert dann hier unten. Kann man auch mit anderen Wachen machen, aber das fand ich hier ganz cool, weil die dann so oben fliegend unter der Decke ist. So, die zweite Falle ist hier so eine Eisenklaue mit Schnellfeuer. Benutze ich immer gerne. Reagiert einfach schneller. Mit einem Aufspießer da drunter. Und dann ist es so, habe ich mir das gedacht, dass die Hornisse, die man zuerst sieht, den Rückzug verhindert und den Raider dazu zwingt, voranzugehen, weiter im Außenposten. Und dann ist es so, dass der Greifer einen von hinten packt und zum Aufspießer zieht. Und so sieht das aus, wenn das geradet wird. Also, man geht hier rein, sieht zuerst die Hornisse, wird abgeschossen, rutscht hier runter und zack. Totmannschalter, Betz. Moin Harvey. Sieht gar nicht mehr so weihnachtlich aus. Naja. Genau. Und die zweite Variante ist, also man läuft hier lang, zack, springt hier lang und wird erwischt. Von dem Aufgreifer. Aufspießer. So, dann hat man halt mit einer Combo relativ easy, ne, das Weiterkommen und den Rückzug erschwert. Jo, machen wir weiter. Combo Nummer 2 sieht wie folgt aus. Also geht es hier erstmal weiter im Außenposten. Auf den Holowürfel gehen wir gleich ein. Das ist die dritte Combo. Geht es hier weiter durch den Gang. So, und der ätzende Würfel wird zuerst gesehen. Ist sozusagen das Opening der zweiten Combo. Hat undurchsichtig. Und dann wollen die Leute gucken, was dahinter ist. Und sehen das Genmaterial und ein Verwüster. Der fängt an zu schießen und dann wollen sie zurück. Und darüber ist ein Aufspießer mit Blockade. Super simpel und killt eindeutig eine Menge Raider. Hatte ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Könnt ihr euch mal angucken. Genau. So. Zweiter Teil der zweiten Combo. Das Genmaterial. Und direkt dahinter ist ein Verwüster. Und der ist schwer zu sehen und er kann durch das Genmaterial durchschießen. Zudem ist es wichtig, dass dieser Verwüster auf einem einzelnen Block steht. Dass da keine zwei freien Felder sind oder hier ein Block. Deswegen habe ich da einen ätzenden Würfel, weil da kann er nicht drüber gehen. So, man hätte auch einen Holowürfel hier hinpacken können. Oder einfach ein Loch. Ginge auch. So, dass der ein Feld hat, weil dann schießt er immer von seiner Position aus. Das ist wichtig. So, dann schießen die Leute den Verwüster ab. Ein Schuss, 2 Schuss, kommt drauf an. Und dann sieht man aber noch nicht den Aufspießer, weil der zweite Welle hat. Das ist wichtig. So, und dann zack, lassen sie sich rüberziehen. Der taucht dann erst auf, spießt oder man verteidigt oder man schießt ihn ab, aber er hat Selbstzerstörung. So, dann wollen die Leute zurück. Aber hier drüber ist dann noch eine Bombe mit Chaosbomben und Federladung. Hat einfach die meiste Splash Area. Und durch diesen spitzen Block hier, der ist direkt da drunter, Spitzblock, das ist wichtig, der ist schräg, rollen die Bomben über das Dach vom Genmaterial durch die beiden ätzenden Würfel direkt davor und explodiert dann hier im ganzen Raum. So, ziemlich stark. So sieht das dann in etwa aus. Und das ist der Aufspießer. Auf jeden. Dann also, machen wir weiter. Zack! Ja, cooler Übergang, ne? So sieht das aus. Also, man geht hier runter, sieht, oh Scheiße, will zurücklaufen. Läuft in die Blockade.
Ja, die hat auch unerbittlich, die macht es häufiger. Bis unendlich, kommt drauf an. Bis wann man sie kaputt macht. Naja, so, dann geht man hier runter. Und da ist der der Verwüster hinter dem Genmaterial. Ich finde die Animation ganz cool, dass er da durchschießt. So, dann schieße ich seine Panzerung ab und ihn kaputt. Und jetzt da hinten meine beiden Schüsse und dann stehen die Leute hier und ja, man braucht halt seine Munition. So, dann lässt man sich rüberziehen. Zack, schießt das kaputt, will zurück. Geht aber nicht, weil da auch schon der ganze Raum mit den Bomben gefüllt sind. Zack, mit denen da. Jo, so ist das. Machen wir weiter mit der dritten. So, und die dritte Combo lässt sich besser beim Spielen erklären. Deswegen, so, den auch. Spießer, Verwüster, Genmat. Ah, shit. Manchmal gibt es einen Punkt, wo man überlebt. So, dann hat man das hier alles geklärt. Oh, genau. Das ist die zweite Combo. Die ist relativ simpel und ziemlich stark. Und zwar ist 10 Blöcke von dem Genmaterial entfernt ein Holowürfel. Und da waren die beiden Wachen. Einmal der Assassine mit Panzerung, Reflex und der Kanonenträger mit Panzerung und Totmannschalter. Und die laufen dann dem Raider entgegen und dann ist man halt in einer Sackgasse. Das ist eine der einfachsten Patrouillen, die ziemlich viel Druck macht, finde ich. Genau. So, zudem ist es dann noch so, dass der Holowürfel direkt über dem Ausgang ist. Das heißt, man spart sich dann ein bisschen den Weg. Genau. So, das war die zweite Version von Traps and Tricks, diesmal mit einfachen. In der nächsten Folge werde ich, denke ich mal, probieren, 3 brutaler vorzustellen. Auf jeden Fall dann auch eine krassere Variante von dieser Glaskuppel mit der Hornisse. Die funktioniert ganz gut. Und jo, bleibt dabei, abonniert, wenn ihr möchtet und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wiederschauen, reingehauen.